Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute stellen wir uns die Frage, wie wird man Profikämpfer und wie kommt man in die UFC? Bei der Beantwortung hilft uns unser UFC Light Heavyweight Nummer 9 Alexander Rakic. Heute sind wir hier mit dem Alex und er wird uns ein bisschen erzählen, wie sein Weg zum Profikämpfer bzw. sein Weg in die UFC war. Und ich werde ihn ein bisschen nerven. Fange an und bleib dabei. Ganz klar, der erste Schritt ist immer der Anfang. Suche dir ein Gym oder einen Club, wo du dich wohlfühlst und starte deine Reise. Wie bei allen Sachen, die man lernen oder meistern möchte, ist das Wichtigste natürlich immer dranbleiben. Also bis man sich entscheidet, Profi zu werden, müssen viele Dinge davor geschehen. Der erste Schritt ist einmal der schwerste und das ist einmal den Weg ins Gym oder den Weg in die Trainingshalle zu finden. Egal mit welchem Sport man beginnt, ob das Kickboxen ist, ob das Boxen ist, ob das Ringen ist, ob das Grappling ist. Viele machen den Fehler und wollen gleich mit MMA beginnen. Mein Rat an die Jungen, fokussiert euch eventuell auf 1 oder 2 Disziplinen, bis ihr die beherrscht und dann ergibt sich das MMA-Training dadurch, das verbindet sie und das ist halt ein MMA-Training. Der zweite Weg ist es, dran zu bleiben. Also viele entscheiden sich, ja, ich werde jetzt trainieren, kommen, trainieren 1 Jahr und dann haben es bessere Dinge zu tun. Viele melden sich an, kommen 1 Woche, 2 Wochen, 1, 2 Monate und dann hören sie einfach auf. Wichtig ist, dass man die Disziplin am Anfang hat und wichtig ist, dass man ein Ziel vor Augen hat. 2005, da war ich eben 13 Jahre alt und ich habe mit dem Kickboxen angefangen und ich habe sofort mit 5 Trainings in der Woche begonnen. Also ich habe von Montag bis Freitag jeden Tag trainiert. Es gab keinen Tag, wo ich ausgesetzt habe, weil ich habe ein Ziel gehabt und das ist auch wichtig. Kämpfe und sammle deine ersten Erfahrungen. Fühlt man sich wohl mit Kampfsport und möchte das nächste Level erreichen, dann braucht man ganz klar Wettkampferfahrung. Egal in welchem Bereich. Es empfehlen sich Grappling, BJJ, Box, Kickbox oder Ringermeisterschaften. Auch im MMA gibt es bereits Amateurverbände, welche mit einem vereinfachten Regelwerk einen sehr guten Einstieg bieten. Wenn man jetzt die ersten Amateurkämpfe macht oder wenn man zum Beispiel jetzt boxt und die ersten Boxkämpfe macht oder ringt und die ersten Ringerkämpfe macht und man sieht, ich würde sagen, es muss nicht immer das beste Resultat kommen, du musst jetzt nicht immer erfolgreich sein, aber du siehst, dass du besser wirst, du siehst, dass du Dinge machen kannst, ob das im Boxen ist oder im Ringen. Und wenn du dann die ersten MMA-Amateurkämpfe bestreitest, weil jetzt heutzutage gibt es auch viele MMA-Amateurkämpfe. Früher, als ich begonnen habe, gab es das gar nicht, also da gab es nur Profi oder nicht. Aber ich würde meiner Meinung nach mindestens, 20 Amateur-MMA-Kämpfe machen, bis ich mich dann entscheide, okay, ich will es jetzt professionell machen. Ändere dein Leben und dein Trainingsverhalten. Möchte man professionell kämpfen, dann muss sich neben dem disziplinierten Training auch der Lebensstil ändern. Genauso wie jeder andere Profiathlet sollte man auf seinen Körper und sein Mindset achten und beides pflegen. Man muss sich wie ein richtiger professioneller Athlet benehmen. Das heißt, trainieren 2-mal täglich, gesunde Ernährung, Erholung. Man kann nicht jeden Tag oder unterwegs sein bis in der Nacht, bis 1, 2. Wochenende-Partys sind tabu. Also es gehört schon vieles dazu. Also es sind viele Punkte, die zusammenkommen, um Profi zu sein. Also es ist hart verdientes Brot. Training, Training, Training. Mit dem Schritt vom Amateur zum Profi sollte sich nicht nur die Ernährung und der Lebensrhythmus an sich ändern, sondern vor allem das Training. Um im Profibereich mitzuhalten, ist das Training absolut essentiell. Ich trainiere mindestens 10-mal die Woche. Es kommt auch immer auf die Intensität des Trainings an. Also es gibt mehrere Phasen in der Off-Season und es gibt in der Vorbereitung. Also wenn ich mich auf einen Kampf vorbereite, kommen da mindestens 10 Trainings in der Woche. Also da kann man rechnen von Montag bis Freitag 2-mal oder man macht
wie ich es immer mache, mittwochs mache ich ein Training und am Samstag mache ich auch noch ein Training und die anderen Tage, außer Sonntag, wird zweimal trainiert. Man muss auch immer auf seinen Körper achten. Also das habe ich auch mit der Zeit gelernt. Wenn man ins Übertraining kommt, kann man sich schnell verletzen und der Körper ist eben das Wichtigste eines MMA-Kämpfers und das ist das Werkzeug und man muss das Werkzeug pflegen und auch auf seinen Körper hören. Stelle dein eigenes Team zusammen. Jeder Profi ist nur so gut wie sein Team. Topathleten scharen für sie wichtige Menschen um sich. Das heißt, ein solider Trainerstab, Betreuer, Trainingspartner, aber auch Freunde und Verwandte können einem helfen, sich vorzubereiten und geben einem Kraft sowie Sicherheit. Je nach deinen Bedürfnissen kann sich das Training ändern. Manche Leute haben gern gute Freunde dabei, welche einen mental aufbauen können, oder aber einen Mentalcoach. Verschiedene Sportler bauen aber auch ganz andere Trainer ein. Zum Beispiel hat Conor McGregor einen eigenen Movement Coach, welcher ihm dabei hilft, neue Bewegungsmuster zu trainieren. Somit muss jeder für sich selbst herausfinden, was er in seinem Team braucht und was ihm weiterhelfen kann. In jedem Segment, also in jedem Aspekt des Kampfes sollte man einen Trainer haben. Also ich habe einen Stand-Up-Coach, einen Boxtrainer, ich habe einen Jiu-Jitsu und MMA-Trainer, ich habe einen Ringer-Trainer und ich habe einen Trainer für die Kraft und Kondition, für die Ernährung und der für meine Regenerierung zuständig ist. Also ich bin eigentlich komplett und ich würde es auch jedem raten, dass jeder sich so ein Team zusammenstellt, damit ja kein Part fehlt, weil im Profigeschäft, sobald ein Part fehlt, nützen die Gegner das aus. Wichtig ist, dass die alle Parts, dass der Kreis halt geschlossen ist und dass man alle Parts erfüllt. Besorge dir ein Management. Ab einem gewissen Punkt ist es absolut notwendig, ein eigenes Management zu finden. Es gibt verschiedene Agenturen, aber auch Einzelpersonen, welche einen Athleten sowohl dabei helfen, Kampfverträge zu ergattern, als auch Sponsoring-Deals an Land zu ziehen. Somit ist das Management für den Verlauf deiner Karriere zuständig, aber sorgt auch für finanzielle Sicherheit. Egal, ob man sich an eine etablierte Agentur oder einen Quereinsteiger wendet, man sollte seinem Management immer vertrauen können. Wenn man wirklich in einer großen Liga kämpfen möchte, braucht man halt auch finanzielle Unterstützung. Aber was auch wichtig ist, die Leistung muss passen, die Siege müssen her, der Erfolg muss da sein und ein gutes Management, das auch nur das Beste für den Kämpfer will, dass sie dich auf den richtigen Weg führen, zu den richtigen Menschen, zu den richtigen Organisationen. Nur so kann man es weit nach oben schaffen. Das Management kommt eigentlich zu dir. Also bei mir war der Fall so, die haben sich bei mir gemeldet wegen meiner Leistung und deswegen, da sind wir wieder, die Leistung muss passen, der Erfolg muss passen und die Manager, also die sind ja auf der Lauer, die scouten ja die ganze Zeit, egal wo, in jedem Land scouten sie und sobald du keinen Manager hast, kontaktieren die dich gleich und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast kein Management, möchtest du, dass ich dich manage, dann sende ich dir gleich einen Vertrag. Also im Prinzip kommen die Manager zu dir und nicht umgekehrt. Für österreichische Verhältnisse ist es sehr schwer, dass man vom MMA überhaupt lebt. Also man braucht da wirklich gute Leute um sich, die einen unterstützen, sprich finanziell wie Sponsoren. Und ich bin wirklich dankbar für jeden Einzelnen, der den Sport unterstützt und der die Kämpfer auch in Österreich und auf der Welt unterstützt, weil es ist wirklich, wie gesagt, ein hart verdientes Brot. Schnapp dir einen Vertrag. Hat man nun schon ein paar Fights hinter sich gebracht, hat man ein gutes, solides Management und hat man den einen oder anderen Sponsor gefunden, welcher einem das viele Training erst ermöglicht, dann wird es Zeit für die großen Bühnen, wie zum Beispiel UFC, ONE FC, Bellator oder auch KSW. In den meisten Fällen vermittelt ein guter Manager seinen Kämpfer und bringt ihn in einer Promotion unter. Der Manager preist seinen Fighter bei zum Beispiel der UFC an und im besten Fall wird ein Angebot gemacht. Das kann direkt für einen UFC-Fight sein, aber auch für eine der UFC-internen Scouting-Shows wie der Ultimate Fighter oder die Contender-Reihe. In manchen Fällen springt einem UFC-Scout ein besonderer Kämpfer auch durch andere mittelgroße Shows ins Auge. Das heißt, ihr kämpft bei einem internationalen Event
Liefert einen guten Kampf gegen einen guten Gegner ab und jemand von der UFC wird auf euch aufmerksam. Du musst außerhalb einen attraktiven Kampfstil haben, was das Publikum anzieht, und die UFC scoutet ja auch immer nach neuen Kämpfern. Der Kampfrekord sollte passen. Die nehmen halt immer Kämpfer, die einen schönen Score haben, dass sie das zeigen können. Was auch wichtig ist, du musst der UFC auch gefallen. Du musst ihnen attraktiv sein, so blöd es auch klingt, weil du repräsentierst den Sport auf dem höchsten Niveau. Austrainiert sollte man sein, ein gutes Bild machen und eben der Manager sollte halt einen guten Kontakt zu der UFC haben. Dann spricht einem UFC-Vertrag nichts dagegen. Also ich habe meinen ersten Profikampf 2011 gemacht, den ersten habe ich auch sogar verloren. Dann habe ich 8 Kämpfe hintereinander gewonnen. Und dazwischen habe ich 2 schwere Knie-OPs gehabt. Bei der zweiten Knie-OP hat der Heilungsprozess ca. 18 Monate gedauert, bis ich wieder in den Käfig reingestiegen bin. Ja, ich habe gekämpft im Hallmann-Dom gegen einen Brasilianer. Das war quasi mein Comeback-Fight. Ich habe den Kampf beendet nach 50 Sekunden, 55 Sekunden, sowas in der ersten Runde. Und ich war ja mega happy, mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich habe 18 Monate nicht gekämpft, komme von einer so schweren Verletzung und dann gegen einen richtig gefährlichen Brasilianer, der wirklich unorthodox ist und einen Black Belt hat im BJJ und besiege ihn in der ersten Runde. Und dann hat mir mein Manager dann natürlich gratuliert und hat mir gesagt, hey Alex, ich würde mich gern mit dir treffen. Wie schaut's aus? Ich würde in 7 Tagen nach Wien kommen. Wir haben uns getroffen. Ich habe meine Trainer mit eingeladen. Also wir sind dann an einem Tisch zusammengesessen, ein bisschen geplaudert über den letzten Kampf, wie mein Heilungsprozess verlaufen ist. Und dann auf einmal hat mein Manager die Papiere rausgenommen aus seinem Koffer und hat sie mir vor den Tisch geknallt. Und dann habe ich gesehen UFC und habe ihn angeschaut und er sagt, ja, die würden dir gerne einen Vertrag anbieten. Auf 4 Kämpfe. Ich war mal in Schock. Auf einer Seite mega happy, auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch Selbstzweifel gehabt. Bin ich bereit dazu? Habe ich das Ding dazu? Und dann habe ich mich wirklich auch mit meinem Trainer zusammengesetzt und gesprochen und habe denen auch gefragt, hey, bitte sag's mir ehrlich, habe ich das Zeug dazu? Bin ich bereit für diese große Liga? Wenn nein, dann unterschreibe ich den Vertrag jetzt nicht. Dann mache ich noch ein paar Kämpfe, bis ich dann dazu bereit bin. Aber alle eigentlich haben mir bestätigt, hey, du bist bereit, du hast das Zeug und unterschreib den Vertrag, weil vielleicht bekommst du diese Chance nicht noch einmal. Und so war es auch dann. Ich habe dann unterschrieben und ein paar Monate später habe ich dann mein Debüt gehabt in Rotterdam. Beweise dich selbst und bleib dabei. Wenn man nun den Sprung in eine große Organisation geschafft hat, geht es erst richtig los. Jetzt heißt es, beweise dich und zeig allen, dass du dir deinen Platz verdienst. Von 1-2 Kämpfen auf der großen Bühne hat ein Athlet meist wenig. Die wirklich schwere Aufgabe ist, sich langfristig einen Namen dort zu machen. Es wird nicht leichter, es wird nur schwerer und von Kampf zu Kampf wird es nur schwerer. Man muss sich ja fragen, will man in der UFC sein, nur damit man in der UFC ist, oder will man in die UFC, damit man auch dort bleibt? Von Kampf zu Kampf wird es immer schwerer. Bei der UFC ist es so, die sind halt sehr knallhart. Sobald du 2 Kämpfe verlierst und sie auch blöd verlierst, also dass die Performance nicht gut ist, hauen sie dich beinhart raus. Und dann brauchst du 6, 7, 8 Kämpfe in Folge, dass du gewinnst, damit sie wieder auf dich aufmerksam werden. Wenn ihr euch dazu entscheidet, Profi werden zu wollen, ich kann gleich eins vorab sagen, es ist ein schwerer Weg, aber es ist machbar. Wichtig ist es, immer ein Ziel vor Augen zu haben und wichtig ist es, immer einen Traum zu haben. Also bei mir war es auch so, ich habe immer einen Traum und ich lebe ihn noch immer. Hiermit wünsche ich euch alles Gute, euer Alexander, der Rocket Rakic.